Das Warten hat ein Ende. Endlich geht's hier mal los, Freunde. Sport an! Willkommen zu meinem EU5 Serverstart-Blog. Mein Name ist Basti aka Hanrizzle, bin bei der Order 66, die Gilde, die von Zombie geleitet wird. Und der Start war schon sehr, sehr weird, müsste man sagen, denn ich bin vorregistriert gewesen mit dem Starterpaket und konnte mich dann aber leider über das Handy überhaupt nicht einloggen. Und wenn ich es geschafft habe, also was ich niemals schaffen konnte, war die Gilden-Upgrades zu fahren. Nach 15 Minuten ging das ungefähr. Das Problem an der Tatsache war aber leider, dass mich sehr, sehr viele Leute abgefarmt haben. Und Tommy Soprino zum Beispiel, iFusion und auch der, ja, man sieht es nicht mehr, weil ich mittlerweile viele Arena-Kämpfe gemacht habe, aber auch der Sergio Kurai, der sich übrigens auch entschuldigt hat, aber ist jetzt nicht so das große Thema. Trotzdem hat er mich auch angegriffen und Gold abgefarmt. Die haben alle ein Gold abgefarmt hier, die Kollegen. Und ja, dadurch sind meine Ausbauten Stand jetzt nur auf 4,5. Ich habe schon der Guild Bescheid gesagt, sobald es dann hier gleich losgeht und wir alle leveln. Also ich habe jetzt über Arena-Kämpfe Level 2 erreicht. 2 Stück habe ich noch offen. Ist auf jeden Fall sinnvoll, die Arena-Kämpfe so zu nutzen, um weniger Alu zu spielen für Level 10. Und ja, ich denke, dass ich so zwischen Level 10 und 25 dann auf jeden Fall die Ausbauten noch mal ein bisschen hochziehe. Und ich muss ja dann auch viele, viele Leute abfarmen. Muss mich rächen bei diesen ganzen Spielern. Ja, die Ausbauten sind annähernd voll. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Alu rein. Prinzipiell, es fällt mir auf, dass gerade mit Geschick basierten ja, Chars ich oft irgendwie immer Hüte finde. Ich weiß nicht, ob es sogar allen Chars so geht. Man muss immer ein bisschen variieren, die kürzeste Quest und die längste Quest. Man kann das also durch 4 rechnen grob oder durch 3 in dem Falle. Ich denke, dass tatsächlich die Quest am sinnvollsten ist und beziehungsweise kann man sich auch daran orientieren, wie viel braucht man, denn leider ist das noch kein volles Level-Up. Ich nehme es jetzt aber erstmal mit und ja, jetzt sehen wir hier nicht so optimal, weil alles 18 Sekunden. Aber ich muss die mitnehmen, damit ich das Level up bekomme. Und so sind wir Level 3. Und jetzt gehen wir weiter. Wie viel Level XP brauchen wir? Wir brauchen 900, also 870 habe ich die. Oh, nice. Also ja, der schmeckt schon, der Bonus. Oh, ich will keine Tipps mehr haben, dankeschön. Tipps könnt ihr ausschalten, wenn ihr sie nicht braucht. Jetzt brauchen wir 1401 XP. Haben wir sie dabei? Jawohl, haben wir. Da ist auch eine kürzere Quest. Also so spielt sich das locker flockig runter, bis auf Level 10 müssen wir das Ganze auf jeden Fall machen. Bloß bei der Quest müsste man zum Beispiel sagen, wir brauchen ungefähr, Moment, wo sind wir? Wir brauchen 2100 XP, die haben wir hier nicht drinnen. Die Quest sieht eigentlich ganz lecker aus, aber rechnet man mal durch 4, wo wir ungefähr bei 13 Sekunden kommen, ist die hochgerechnet sogar besser. Und deshalb nehmen wir die kurze Quest und dann schauen wir mal, wir brauchen jetzt noch 1600, ein bisschen weniger, vielleicht haben wir eine fette Quest dabei, haben wir leider nicht dabei, aber dann nehmen wir auch die kurze Quest, weil die relativ gut ist und jetzt brauchen wir 1100, weil, oh, okay, jetzt haben wir natürlich so eine Quest, die hätten wir auch von Anfang an brauchen können. Gut, das ist jetzt unlucky, aber da kriegen wir schon mal einen guten Bonus für Level 6 und da brauchen wir nur noch 1600 XP. Wenn wir Glück haben, kriegen wir die in einer Quest, kriegen wir nicht runtergerechnet, aber ist das die beste Quest? Und so geht das immer zum Serverstart von dann. Denn jetzt zum Beispiel nehme ich die kurze Quest, das reicht nämlich für ein Level-Up, das ist immer sinnvoll, zack, das ist das Wichtigste. Handelt danach, dann spart ihr so viel Alu wie möglich, ab Level 10 wird das Sammelalbum geholt und dann wird erstmal gepusht. Mit 83,87 Alu sind wir Level 10 geworden. Ja, ich hatte ein bisschen Pech gehabt, muss ich nochmal eine Minute 30 Quest mitnehmen, um hier voll zu werden und dann halt noch eine kleine Quest, aber passt schon. Datenschlüssel haben wir auch am Start. Und jetzt gucken wir mal, wie oft wir blättern müssen fürs SA. 1, 2, zweimal nur. GG Anderson. Ja. Und mit dem Restgold sollte man sich jetzt ein bisschen equippen, vor allen Dingen eine neue Waffe holen, und um dann das Sammelalbum zu pushen. 20 bis 30% sind auf jeden Fall möglich. Zwischendurch ist auch wichtig, dass ihr die Achievements mitnehmt, die ihr mitnehmen könnt, sobald ihr das Sammelalbum freigeschaltet habt. Ich empfehle zum Beispiel Second Screen, indem ihr euch auf eurem Tablet oder Handy einwählt mit eurem Account und auf dem Rechner, dann ja, kriegt ihr das Achievement und das bringt 5 Stat-Punkte auf jedes Attribut. Sehr nice. Falls ihr es noch nicht mit Level 1 gemacht habt, solltet ihr spätestens mit Level 10 auf jeden Fall die Tränke kaufen und dann könnt ihr mal gucken, wie es bei euch in der Gilde aussieht. Also bunt gemixt, würde ich sagen. Ausdauertrank in der Mitte oder links, Lebenstrank links oder rechts, aber nicht in der Mitte. Na doch, haben sie auch in der Mitte. Ich bin auch ein Freund, das so zu machen. Dann Main-Attribut.
Nein, Ausdauer und dann Main. So, let's go. Jetzt müssen wir nämlich a little bit Farming betreiben. Ja, ab hier muss ich ein bisschen nachkommentieren, da war mein Mikro aus. Es ist natürlich auch klar, dass man erstmal dann auch die ersten Dungeons machen sollte. Also Ghost, Skeleton, der Untote, ne, die gehen noch easy peasy von der Hand. Auch der Wish Vampire kriegt man mit den meisten Klassen relativ schnell down. Der Nachtghoul, der war dann ein bisschen schwerer und ja, nach ein paar Versuchen habe ich gemerkt, na, wird vielleicht jetzt nicht so fett werden. Da kann man natürlich überlegen, dass man zum Beispiel sagt, man farmt noch ein bisschen weiter und skillt oder holt sich halt nochmal vielleicht ein neues Item, wobei ich eher das Skillen empfehlen würde, wenn denn die Skills bleiben und die Items tauscht ihr ja sowieso aus. Also ich habe im Prinzip hier auch nur ein bisschen gefarmt und geskillt und dann ist der Nachtghoul auch nach ein paar Versuchen gegangen. Den Fight habe ich mir aber hier nochmal gerne angeguckt. Übrigens Wittmann, ach, da ist Wittmann auch einer, den ich relativ zu Beginn gefarmt habe. Der hatte mir schön Gold gegeben. Ja, leider haben die Top-Farm-Werte nicht so richtig immer sich aktualisiert, die ich da eingegeben habe. Also in der Beschreibung, die ist irgendwie auch ein bisschen verbuggt. Ja, da habe ich auf jeden Fall 2, die mir ungefähr 1500 Gold oder so mehr gegeben haben. Und da ist Wittmann halt nicht mehr in der Top 3. Ja, übrigens auch das Epic leider, ja, war nicht so geil. War leider nicht so gut zu gebrauchen, außer dass es einen Verkaufswert hat von 6. Ja, mit 30% bin ich dann in die Abenteuer gegangen von Level 11 bis 15. Danach ja, schauen wir auf jeden Fall erstens mal auch nach einem neuen Extra und nach den Medium Tränken in dem Shop. Das gibt nochmal einen schönen Boost. Dann kann man sich noch voll equippen. Das Wichtigste ist aber die Waffe, weil man dann prinzipiell auch immer Sammelalbum weiter pushen muss. Und zwischendurch sollte man das Geld einsetzen, um die Gildenausbauten vorzubringen. Tag 1 Ziel in unserer Gilde ist 6 beides zu haben. Also da finden wir noch 500 Gold. Die kriegen wir noch relativ schnell ran. Und dann dürfen wir auch die Banshee wegknallen. Das sollte jetzt eigentlich kein großes Problem mehr sein. Ja, sehr gut. Und ja, bei dem gucken wir auch mal rein. Könnte mit etwas Glück auch schon gehen. Da wäre jetzt natürlich, sage ich mal, das bessere Equipment noch von Vorteil. Aber den können wir auch immer noch ein bisschen später legen. Wir geben den einfach nochmal 3 bis 4 Tries. Ja, ich habe jetzt fast 35% gefarmt und habe noch ein bisschen auch Gold gefarmt. Der Zipunex 57 Gold bisher Leader bei mir in der Farmlist, obwohl das hier irgendwie ein bisschen buggt. Ja, mal reingeguckt in die Dungeon. Skeleton Soldier hat jetzt eine Chance von 1,67%. Das heißt, der sollte fallen. Müssen wir legen können. Ja, und damit auch gleich Level 16. Ja, und weil der aber selbst, wenn wir unsere Attribute extrem stark verbessern, nicht wirklich schaffbar ist, also das macht jetzt nicht wirklich viele Punkte. Wenn ich 100 auf Dexterity mehr gebe und 100 auf Ausdauer mehr, dann hat er nur eine Chance von 0,13%. Die Waffe kann vielleicht minimal noch besser werden, aber das ist ein bisschen too much. Deshalb gehen wir jetzt wieder rein ins Sammelalbum und ein bisschen dann in die Abenteuerlust. Yay, finally 18. Yippie. Ja, leider wollte ich mit 40% erst weitermachen im Dungeon und so, aber die Performance des Servers lässt es nicht ganz so zu, deshalb kann ich auch nicht mehr so viel farmen. Mit den aktuellen Stats sind wir bei einer circa Chance von 0,5 bis 0,6% für den nächsten Dungeons, deshalb ja, hoffe ich mal auf einen Lucky Try. Let's go. Oh nein, auch hier steckt die Performance leider nicht gut weg. Das macht natürlich dann nicht so viel Spaß. Da haben wir den dann auch geschafft. Das waren ja ungefähr 150 Pilze, mussten wir für den ausgeben. Das war halt ein schöner Crit am Ende, 55 minus. Ist immer sehr nice. Und fast 14.000 XP, das ist auch ganz fett. Macht halt Sinn, denn das sind locker mal, ich würde sagen, fast 20 Alu, die wir uns aufsparen, gegebenenfalls. Also um dann halt
einfacher auf Level 20 zu kommen, mehr Alu zu haben für die Schlüssel, selbst wenn man vielleicht Alu 30 schaffen will. Also das zum Beispiel mal 4 wären 9600 XP bei 10 Alu. So 15 bis 20 Alu haben wir uns gespart mit dem Wodeschild. Ja, das ist auch jetzt sehr tricky. Ich würde tatsächlich jetzt die Quest nehmen in der Hoffnung, dass wir uns ein bisschen Alu aufsparen. Also wir wären mit der 10er Alu auf 20 gekommen, hätten aber 37 Alu mehr verbraucht. Ja, jetzt gehen wir doch am Ende genauso viel aus. Haben aber immerhin mehr XP geholt. Kein Verlust. Kein Verlust. Und sind jetzt bei Level 20 und dann geht es eigentlich gleich weiter. Denn der Dungeon hier, der ist noch deutlich zu krass. Wir müssen jetzt erstmal den zweiten Dungeon freischalten. Und jetzt ist halt auch die Frage, wann kommt der Schlüssel? Hier würde ich euch jetzt raten, prinzipiell die kürzesten Quests zu nehmen, weil einfach dann die Chance, den Schlüssel zu finden, größer sind. Und ja, das wollen wir jetzt hoffen. Das waren 5 Alu, das sind 10 Alu, 12, 30 Alu, das ist jetzt halt ein bisschen RNG-Base, 12, 30, 17, 30 Alu, das ist gar nicht so schlecht. Und da können wir nämlich gleich den Dungeon öffnen und dann sind die ersten sind wieder Selbstläufer. Also im Prinzip müssten wir jetzt bis zum Steingolem vorkommen, mit Leichtigkeit. Wir nehmen natürlich die XP mit, auch wenn die jetzt nicht fett Level-Ups geben, aber ein bisschen schon. Ja. Level 22 sollte eigentlich drin sein. Jetzt müssen wir uns mal die Waffe angucken. Die Waffe ist jetzt nicht besser. Nö. Ugly Gremlin, der sollte jetzt auch noch gehen, obwohl der schon ein bisschen härter ist auf jeden Fall. Da brauchen wir ein paar Tries. Ja, und der Ugly Gremlin, der ist jetzt schon relativ hart. Dann werden wir wahrscheinlich nochmal auf 22 upgraden und versuchen nochmal ein bisschen abzudaten. Ich gucke mir gleich nochmal die Chancen an. Und allein durch das Upgraden auf diese Waffe sind unsere Chancen fast verdreifacht. Wir sind jetzt zwischen 0,75 und 0,8 bis 8,8%. Das reicht mir auf jeden Fall, um den auszuprobieren. Let's go! Und die 19.000 XP, die schmecken halt auch nochmal besonders gut, ne? Da habe ich ein bisschen spät festgestellt, dass die Performance irgendwie an mir lag. Alles neu gestartet, also Router, Rechner, dies, das. Seitdem läuft es auch ein bisschen besser. Bin jetzt bei 42% SA. Habe jetzt hier ungefähr eine Chance beim Stone Giant von 0,4 bis 0,5%. Ich würde einfach mal sagen, let's go. Ja, und das waren dann ein paar mehr Pilze. Ich muss auch sagen, dass im Schnitt die Winrate eher Richtung 0,35 bis 0,4 ging. Habe ich jetzt auch so ein bisschen gespürt hier. Also kann man sich schon überlegen, ob das sinnvoll ist, zumal man ja einen Epic bekommt und mit Level 23 dieses Epic aber noch keinen Slot hat. Ja, also das kann man vielleicht sagen, macht mit Level 25 einfach ein bisschen mehr Sinn. Dafür haben wir aber gut XP bekommen, fast ein ganzes Level up und ja, zumindest ein Epic auf einem guten Sockel, auf einem guten Slot. Also das bringt mir auf jeden Fall ein bisschen was, zumal die Kette jetzt nicht mega aktuell war. Yay, und da ist sie, die Fortress. Mit Level 25 haben wir sie erspielt. Ein bisschen Gold ist da, um die Fortress jetzt erstmal auszubauen. Das muss man machen. Und dann kann man sich das Festungspaket holen. Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich noch ungefähr 80 Alu übrig habe. Das ist jetzt nicht mega viel, aber ja, wir werden mal gucken, was jetzt noch draus wird. Das sah jetzt zumindest so aus, dass ich dann relativ schnell auch diese Waffe bekommen habe. Tatsächlich muss ich sagen, aus Freundes hole ich mir ein bisschen Gold über den Greifen. Bisher ist es noch nicht viel. Ja, mal sehen, wie weit ich das ausdehne. Steine aber jetzt holen ist noch sehr krass. Also für diesen Dungeon brauchen wir das definitiv nicht. Wir sind jetzt laut Statistik bei, ich wollte gerade sagen, bei 7%, aber ich habe mich verschrieben. Wir sind bei 0,74%. Okay, das ist dann natürlich nicht ganz so geil. Ich dachte, wir sind bei 7%, aber ich habe rechts raus 103 Waffenschaden und nicht 203. Aber nichtsdestotrotz sollte der liegen jetzt, auch ohne Steine. Ja. Und
Wir haben ja noch ein bisschen Alu übrig. Da wäre es halt gut, wenn wir die jetzt nicht gleich verbrauchen müssen von 0 auf 100. Ich glaube, der gibt uns 30.000 XP. Das ist ein halbes bis dreiviertel Level und der muss jetzt einfach mal fallen. Dankeschön. Ja, war gut, ein bisschen mehr als die Hälfte, also kann man so machen. Und da sind wir hier jetzt auch beim letzten. Der ist natürlich noch ziemlich krass. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei dem hier aussieht mit dem Fire Elemental. Da haben wir jetzt aktuell eigentlich auch noch gar keine Chance. Braucht man jetzt doch den ein oder anderen Stein, aber selbst das ist da gar nicht so einfach. Dementsprechend ist es eigentlich fast sinnvoll, jetzt hier nochmal ein bisschen auf SA zu spielen und tendenziell, also der Lord of Darkness geht sogar tendenziell eher an als das Fire Elemental. Also das ist schon ein harter Dorsch. Also neue Items sammeln und Steine reinbringen, ja, würde funktionieren, würde passen, ist aber sehr, sehr teuer, sehr, sehr teuer. So, ja, ein bisschen haben wir den Greifen geleast, damit man auch ein paar Steine finden kann. Also das normale Gold war für die Items da, das andere für die Steine und jetzt die Waffe natürlich mit Dexterity gedoppelt. Da sind wir beim Fire-Elementar, wenn ich mich nicht wieder verrechnet habe, bei 4,3%. Sollte also jetzt relativ gut fallen und der gibt halt auch lecker 40.000 XP. Das ist schon mal mehr als die Hälfte, also fast ein ganzes Level up. Und ich weiß gar nicht, wer als nächstes kommt. Als nächstes kommt der Steintroll. Der hat sogar 0,85% auch noch am Start. Also der kann auch gleich gehen, also wenn er Bock hat. Und ja, das ist der Unterschied zu den anderen Serverstarts. Da habe ich das nicht gemacht. Ich habe nicht mit dem Drachen geleast, um die Steine zu generieren. Und ich habe 6, 7 Mal geschürft. Ich habe 2 Ausdauersteine bekommen, 2 Glückssteine und einen Geschicklichkeitsstein. Ja, vielleicht habe ich noch ein paar Mal mehr geschürft noch. Ich hatte auch ein paar Intelligenz- und Stärkesteine, die habe ich natürlich verkauft. Gibt leider kein Gold, aber mit diesen Dungeons schaffen wir schon 29,5. Und wir haben noch 10 Minuten jetzt, bevor es Level 1 ist. Jetzt gucke ich mal mit diesen Stats, wie wir weiter aufgestellt sind. Also der Dungeon hier, der ist so gut wie nicht möglich. Ist auch nicht schlimm, aber hey, immerhin. Der hier hat eine 0,61%ige Chance und ja, wenn ich den schaffe, bin ich auf jeden Fall über Level 30 und dann sollte ich sogar schaffen, 31 zu kommen. Aber dann muss ich den jetzt ganz, ganz schnell schaffen und dann noch die Rest-Alu spielen und dann haben wir auch noch das Glücksrad. Und Leute, ich werde es dann einfach so machen. Ich werde auf jeden Fall noch in die Gilde investieren mit dem Gold, was da kommt und SA pushen dann noch. Also ich glaube, ich bin jetzt gerade bei 44, 45% oder so. Ich kann ja auf jeden Fall noch in der Ehrenhalle auch ein bisschen angreifen. Dann nice. Und da haben wir einen geschafft. 30,5. Sind wir am Start. Den gucken wir uns nochmal an hier. 0,6% war es gewesen. Wir skippen mal hier nicht, aber wir gehen mal ganz schnell rein. Da habe ich einige Hits bekommen und am Ende hier 5, 6, 7, 8. No. Oh, das war knapp. Das war ja, wow. Wow, auch sehr knapp. Haben Handschuhe bekommen. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Leider kein Slot drin. Die Handschuhe sind eigentlich nicht nutzbar für mich. Die werde ich verkaufen. Die bringen keine Punkte. Bin also jetzt bei 46% SA. Spielen wir jetzt noch die Alu hier zu Ende. Da gehen wir weitestgehend auf XP, was die beste XP bringt. Ja, also viel mehr Dungeons jetzt zu probieren, das ist so krass. Ach nein, Moment, wir sind ja Level 30, wir könnten jetzt wir könnten ja den nächsten Key kriegen, also kurze Quest. Ich muss auf kurze Quest gehen. Ob wir den jetzt noch, boah, den kriegen wir wirklich noch, krass. Lul. Das habe ich fast vergessen, Leute. Das habe ich fast vergessen. Ja, da können wir hier noch ein paar Dungeons machen. Das sind Selbstläufer. Und das Gute ist, die XP und die Level, die wir da generieren, die bringen uns einfach auch extreme Vorteile, dass dann die Steine schon einen höheren Verkaufswert haben, wenn wir neue suchen. Dies, das, jenes, Ananas. Definitiv ist das nicht schlecht. Ich denke, den schaffen wir auch noch.
Und beim nächsten kommt ein Epic sogar. Also wenn wir den zeitnah bringen und der einen Slot hat oder so, dann wäre das auch ziemlich geil. Eigentlich muss der fallen, definitiv. Jetzt hier die anderen waren. Der müsste höher sein von der prozentualen Chance. Und ja, geil. Habe ich es also das erste Mal geschafft. Der Unterschied ist echt das Leasing. Also klar, die Gilde hat auf jeden Fall gute Ausbauten gehabt. Ich werde mich dann gleich auch noch beteiligen. Ich muss noch auf jeden Fall Goldschatz nachziehen, definitiv. Also 500 Gold gehen da schon mal ab. Och, 21, komm, ich will den jetzt noch haben. Komm, Level 32, let's go. Vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, ob das auf Level 33 dann geht. Das, ja. Und ich sag mal, klar, ich könnte mich jetzt voll ausrüsten, neue Steine suchen, dann wird es vielleicht sogar weitergehen, aber das kann ich auch später machen, an Tag 2, da ist es ein bisschen günstiger. Ich will den jetzt hier. Komm, ich will den jetzt. Ich will dich. Let's go. Komm. Ich sehe gerade, Leute, dass der gar keine Chance hat. Also, dass ich gar keine Chance habe bei dem. Dann ziehe ich jetzt doch mal den Stein rein. Den habe ich sowieso schon. Ja. Und ich hoffe, dass ich dann noch eine Chance habe gegen den. Also, der ist bei 0%. Was? Hatte ich den nicht auf 23 HP runter? Hatte ich den nicht auf 23 HP gerade runter? 3000. Hä? Was ist passiert? Also irgendwie check ich das gerade nicht, aber ja, ich war der Meinung, wir schaffen den halt definitiv und haben ihn auch geschafft. Ja, 32 bis 34, bald kommen die großen Tränke. Das ist, könnte man jetzt alles noch versuchen, aber wir haben nur noch 5 Minuten. Wir spielen jetzt noch entspannt die Abenteuerlust runter und gehen jetzt erstmal auf 6 Upgrades. Da haben wir das schon mal erledigt, dass wir das nicht vergessen. Und jetzt gibt es ja auch schon natürlich Steine in der Abenteuer. Das ist auch geil. Das war der erste Stein, den wir kriegen. Mein Rathaus ist auf 7 oder meine Festung eher gesagt. Dann sind eigentlich auch fast die kurzen Quests, die geilen Quests. Oh, wow, das ist hier. Ja gut, letzte Quest habe ich leider nicht so viel Glück. Da müssen wir die nehmen, ist klar. Aber nochmal noch immerhin 2000 Holz bekommen. Ist doch was. Und dann können wir jetzt noch hier Glücksrad spielen und Backpack hier, das können wir alles verkaufen, den ganzen Klatsch. Kann ich jetzt natürlich schon nochmal ein paar Steine suchen. Ne? Also man braucht ja neue Items. Das Gold ist natürlich fett, was man hier gewinnen kann schon. Auch sehr fett. Und ich muss auch noch 2 Arena-Kämpfe, glaube ich, machen, wenn ich die... Ah ne, die müsste ich schon gewonnen haben. Ja, Steine kommen hier noch nicht so viel bei rum leider, aber XP kommt hier gut rum. Fast auf 33 sind wir da am Stissel. Und Heavy Spinner haben wir auch noch freigeschaltet. Also jetzt müsste man noch ein paar Achievements anschauen. Leider nicht 33 geworden. Ich kann jetzt keine XP mehr farmen. Ganz knapp vorbeigeschrammt. Aber trotzdem geil. Und ja, am Ende werden wir natürlich jetzt auflösen, wer das 25-Euro-Gewinnspiel gewonnen hat. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich sage schon mal ciao, haut rein, macht tschüss und servus. Euer Basti. So Leute, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe leider nicht ganz aufgepasst bei der Idee. Also ich fand die Idee super, es haben auch einige Leute echt coole Sachen geschrieben, wie zum Beispiel der Let's Player, aber ich finde gerade nicht seinen Kommentar, er hatte da was ganz Lustiges geschrieben, fand ich. Hier, ich sag's dir einfach, weil du sympathisch bist, du nah an den F2P-Leuten, also Free-to-Play-Leuten. Ich denke oft an die Free-to-Play-Leute, aber ich könnte niemals Free-to-Play spielen. Deshalb finde ich das so witzig. Aber es gab ein paar clevere Leute, die haben bearbeitet und ich bin der Meinung, dass das tatsächlich eine kleine Schummelei ist. Ich kann es nicht hundertprozentig beweisen, aber die einzigen, wo ich hundertprozentig weiß, dass die über Level 30 getippt haben, sind Mark Philipp Panten und nicht aktiv 77, weil die nicht bearbeitet haben. Und ich bin jetzt über den Random Comment Picker einige durchgegangen und tatsächlich habe ich gesagt, der erste von den beiden, der gepickt wird, der kriegt die 25 Euro. Und das ist nicht aktiv. Nicht aktiv ist das. Nicht aktiv kriegt die 25 Euro und Mark Philipp Panten kriegt einen 50er Pilzcode.
als Trostpreis. Und ich danke an euch, dass ihr mitgemacht habt. Wie gesagt, es tut mir jetzt ein bisschen leid an diejenigen, wenn da jetzt einer doch tatsächlich das vor 0 Uhr bearbeitet hat, aber selbst dann wäre es eine kleine Schummelei, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich werde das nächste Mal erwähnen, dass bearbeitete Kommentare nicht zugelassen werden. Habe ich leider nicht bedacht. Ja, ihr anderen habt leider auf alle falsch getippt. Also vor allen Dingen die, die Level 30 getippt haben, haben natürlich das Pech gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich noch den Dungeon-Schlüssel gekriegt habe. Also ohne den Dungeon-Schlüssel wäre ich vielleicht nicht auf 31 gekommen. Ja, Gänsehaut zum Beispiel auch bearbeitet gewesen. Er hier bearbeitet gewesen. Ja, ich denke, die Lösung ist die fairste für alle. Also nicht aktiv, 25 € gewonnen. Bitte melde dich bei mir, so schnell wie es geht. Spätestens bis Montag. Marc Philipp, bei dir weiß ich, du meldest dich. Du kriegst den Code, bitte schreib mir trotzdem direkt, damit ich dir das auch senden kann. Und ja, das war's dann erstmal mit diesem Tag 1 von mir. Sehr viel Inhalt, glaube ich. Ist krass. Ich dachte gar nicht, dass es so lange wird. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bin froh, dass ich es endlich geschafft habe und jetzt auch weiß, woran es lag. Denn deshalb würde ich sagen, haut rein. Macht tschüss und Servus. Euer Basti.